In diesem Video möchte ich dir einmal erklären, wie das Affiliate Marketing bei Amazon funktioniert. Eins vorab, Affiliate Marketing funktioniert eigentlich überall gleich. Ne? Du bekommst einen speziellen Link mit einer Link-ID drin, die postest du auf deiner Website, auf Social-Media-Kanälen, wo auch immer, und jemand klickt drauf, kauft was und damit hat er einen Kauf getätigt und du bekommst eine Provision. Damit ist es erstmal völlig egal, ob das bei Amazon ist oder nicht. Warum denn jetzt Amazon? Ja, Amazon hat einen ganz, ganz großen Vorteil. Eigentlich zwei, ne? Der erste ist auf jeden Fall, es ist ein riesengroßes Kaufhaus. Ja? Es gibt Millionen von Produkten. Das heißt, du findest eigentlich fast alles, was du dir denken kannst, um damit deine Werbung aufzubauen. Egal welches Thema du hast, egal welchem Thema du dich zugewandt hast. Amazon hat garantiert Produkte dafür. Und das ist natürlich schon mal sehr vielversprechend. Du meldest dich für ein Affiliate-Programm an und ja, bekommst alle Produkte, die du dir vorstellen kannst. Ne? Der andere Vorteil ist, Amazon ist eigentlich die Mutter aller Affiliate-Programme. Das war ungefähr 1998, 99. Da hat Amazon das erste Affiliate, ich möchte mich aber nicht auf das Datum festlegen, vielleicht kann es auch 97 gewesen sein. Auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt hat Amazon das erste Affiliate-Programm gelauncht und seitdem sind die damit sehr, sehr erfolgreich. Warum? Klar, wir als Affiliate-Marketer gehen hin, schnappen uns die Produkte, posten die auf unsere Website, empfehlen die den Nutzern. Die Nutzer klicken, kommen, kaufen. Das macht Amazon natürlich auch bis heute erfolgreich. Also auch die Affiliate-Marketer haben ihren Anteil daran, warum Amazon so schnell gewachsen ist und so erfolgreich geworden ist. Nämlich es ist ja nicht nur ein Nutzer, der das macht oder 5 oder 500 oder 10.000. Es sind ja Hunderttausende, ne? Und wahrscheinlich auf der ganzen Welt Millionen von Menschen, die die Produkte von Amazon empfehlen. Das Schöne ist, Amazon hat es auch richtig toll aufgebaut. Mittlerweile gibt es nämlich den Amazon Site Stripe. Ja? Das heißt, du hast oben eine Leiste eingeblendet. Du kannst die in deinen Einstellungen einstellen und dann klickst du einfach da drauf, wenn du ein Produkt ausgewählt hast, kopierst den Link und diesen Link, den kannst du dann eben verwenden, um da überall das Produkt zu bewerben. Du weißt genau, ob darüber ein Verkauf gekommen ist. Das kannst du nämlich später in dem Leistungsbericht nachsehen. Ja, und das ist natürlich etwas, was richtig klasse ist. Ne? Du kannst ganz genau sehen, wo deine Verkäufe herkommen. Und was noch schöner ist, es sind oftmals auch Verkäufe dabei, von denen man gar nicht weiß, dass man die jemals beworben hat und das wahrscheinlich auch gar nicht gemacht hat. Nämlich, Amazon macht Folgendes. Wenn du ein Produkt, sagen wir, du bewirbst einen Fernseher und der Kunde kauft diesen Fernseher für, ich sag mal, 598 € und braucht dazu noch ein Kabel oder ein Amazon Fire Stick oder keine Ahnung, irgendwelche Zubehörteile oder vielleicht möchte er auch noch Kissen für sein Sofa haben, damit er gemütlich Fernsehen gucken kann. Egal was er in seinem Warenkorb hat und egal womit er auscheckt. Das Gute ist, du bekommst für alles eine Provision. Also wenn der Warenkorb hinterher nicht mehr 598 € groß ist, sondern 1598 €, bekommst du deine Provision auf alle die Artikel, die er im Warenkorb hat. Das wiederum wird natürlich besonders lukrativ vor Weihnachten oder ja, Ende November, ne, wenn hier Black Friday stattfindet. Dann ist natürlich ja die Hochzeit erreicht, ne, wo wir ganz, ganz viele Affiliate-Verkäufe verzeichnen können. Eben weil die Leute ganz schnell mal das ein oder andere noch mit in den Einkaufswagen legen. Und mittlerweile ist es ja so, ne, ob ich jetzt einen Adventskranz brauche oder eine Lichterkette oder ob ich nächste Woche eine Plätzchenschachtel brauche, weil ich backen möchte und dazu vielleicht noch eine Nudelrolle. All das finde ich bei Amazon. Es ist völlig egal, was du findest, ist dort sehr, sehr wahrscheinlich. Und das wiederum kann Amazon zu einem sehr, sehr lukrativen Affiliate-Programm machen für dich. Vor allem, weil die Prozente nicht so besonders hoch sind. Ne? Wenn man mal so rechnet, also du bist ein Weiterverkäufer, ein Wiederverkäufer, bedeutet, du kaufst ein Produkt von einem Hersteller meistens für die Hälfte des Preises. Also sagen wir, du verkaufst Objektive für eine Kamera und jedes Objektiv kostet 150 € und du musst jetzt 10 Stück kaufen in Vorleistung und du behauptest, diese 10 wirst du abverkaufen. Also musst du 1500 € eigentlich hinlegen, aber der Wiederverkäufer, also der Hersteller berechnet dir, weil du als Wiederverkäufer kaufst, dann nur 750 €. Dann ist der Rest ist deine Gewinnspanne. So weit klingt das ja erstmal toll, ne? Aber da kommen natürlich noch Steuern, die kommen beim Affiliate Marketing auch, keine Frage.
aber es kommt vielleicht auch noch eine Ladenmiete dabei und, ne? Vielleicht deine Verkäufer oder keine Ahnung, es kommt noch eine Menge dabei. Das hast du beim Affiliate-Marketing alles nicht. Das Einzige, was du da an Kosten hast, ist vielleicht deine Webseite, ja? Und diese Webseite kostet dich im Monat wenige Euro und da kannst du deine Blogposts draufsetzen und deine Affiliate-Links drauf verteilen. Das ist die beste Möglichkeit, um Affiliate-Marketing zu betreiben. Und dass du das wieder rausbekommst, ja, die Chancen stehen doch mehr als gut, ne? Wenn man auch ein Business aufbauen möchte, sollte man sich nicht davor scheuen, ein paar Euro im Monat auszugeben. Das sollte einem schlicht und einfach nichts ausmachen. Ne? Weil wo ist das Problem, wenn du einen Zehner im Monat für deine Webseite ausgibst? Die solltest du locker wieder reinkriegen, weil du investierst ja Arbeit, du investierst Zeit, das solltest du schaffen. Wenn du ein Geschäft eröffnest, dann behauptest du ja auch nicht, dass du die 1.000 € Pacht vielleicht nie wieder reinkriegst. Im Gegenteil, du möchtest ja noch was verdienen. Ne? Und so ist es ja hier auch. Also ja, du kannst mit Affiliate Marketing dein Geld verdienen. Nein, du kannst da nicht schnell mit reich werden. Und ja, es braucht verdammt viel Arbeit, bis dem soweit ist. Also du musst schon wirklich Arbeit investieren, um das zu schaffen. Aber vielleicht ist das gerade in der heutigen Zeit genau das Richtige für dich. Vielleicht kannst du damit dir ein Standbein aufbauen, ne, wenn vielleicht wieder so ein Lockdown kommt, ne, und wir alle keine Arbeit mehr haben oder gar nicht mehr wissen, wann wir wieder arbeiten können. Vielleicht ist dann so ein Affiliate-Marketing-Business genau das Richtige für dich. Unter diesem Video findest du einen Link zu meinem Affiliate-Marketing-Kurs und ich verspreche dir, der kostet dich nicht 500, 600, 700 € oder vielleicht sogar 1.000, damit du erst einmal teilnehmen kannst und ich dich schon vorher finanziell ruiniere, bevor du überhaupt weißt, dass oder ob das was für dich ist. Deswegen schau dir das einfach mal an, klicke auf den Link unter dem Video und schau dir an, was unser Kurs kostet. Ja, und dann freue ich mich darauf, dich im nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, tschüss.